Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch 3 Aktien vorstellen, die ich neuerdings in mein Depot gekauft habe aus dem Bereich KI, Robotik und Halbleiter. All das in diesem Video. Spannende Zeiten aktuell am Aktienmarkt, gerade wenn man den Bereich KI und Robotik und natürlich auch grundlegend dessen den Bereich Halbleiter anschaut. Und deswegen konnte ich mich nicht zurückhalten und habe in 3 Aktien investiert, die schon einige Zeit auf meiner Watchlist sind. Und welche Aktien das sind, das erfahrt ihr gleich. Das ist natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon rein in die Aktien. Und die erste Aktie, die ich euch vorstellen möchte, ist die Aktie von Cognex. Und Cognex entwickelt 2- und 3D-Bildverarbeitungssysteme, die in der Fertigung und Logistik vor allem die Automatisierung erleichtern sollen. Ihr seht es ja schon, so ein bisschen Sensorik ist das eine, klar, die Datenerfassung, aber die Datenverarbeitung und dass quasi die Roboter ihre Umgebung verstehen können und entsprechend handeln können, ist das eine. Und da ist Cognex eben tätig und ich finde diesen Sektor sehr, sehr spannend, nicht nur in dem Bereich von Automatisierung von Fabriken, was ist ja, glaube ich, auch ein weiterer Megatrend ist neben der Robotik, aber diese Systeme werden natürlich auch im autonomen Fahren gebraucht und generell auch bei humanoiden Roboter, denke ich, ist hier noch einiges an Wachstumspotenzial drin. Die Aktie sieht auch sehr, sehr interessant aus. Und deswegen ist sie eigentlich auch so primär on top auf meiner Watchlist gewesen, weil sie eben diesen langen Abwärtstrend hier durchbrochen hat. Ihr seht schon, wir sind seit November 2021 bei der Aktie in einem langen Abwärtstrend und den haben wir jetzt nachhaltig durchbrochen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir hier kurzfristig so einen kleinen Rücksetzer sehen könnten. Ja, das ist durchaus normal. Aber ich habe es einfach schon mal in der ersten Position etabliert. Gut möglich, dass wir noch mal ein gutes Stück runterkommen, also in Richtung, ja, vielleicht $41. Aber grundsätzlich finde ich die Aktie interessant, weil sie auch mit den Fundamentalkennzahlen überzeugt. Und auch generell, glaube ich, jetzt hier eine Aktie ist, wo man hier auch in den nächsten Jahren einen schönen Aufwärtstrend sehen könnte, weil es eben eine sehr, sehr aussichtsreiche Branche ist. Gucken wir uns so ein bisschen die Fundamentalzahlen an. Und da sehen wir auch schon, das Umsatzwachstum ist schon ordentlich, aber nur temporär. Wir sehen hier schon relativ große Schwankungen, was das angeht. Und Cognex hatte die letzten Jahre auch so ein bisschen Probleme, was das angeht. Aber das Umsatzwachstum hat wieder angezogen. Ja, wir haben hier ein Umsatzwachstum von knapp 10%. Und ich denke, dass sich das mit den Entwicklungen im Gesamtmarkt aktuell auch durchaus weiter fortsetzen sollte und dass wir hier diese Höchststände, was das Umsatzwachstum angeht, auch von den letzten Jahren hier im Bereich so von 20% jährlich durchaus wieder sehen könnten und dann natürlich auch hoffentlich vielleicht auch länger anhalten, dass wir diese zyklischen Bewegungen, was das angeht, was natürlich auch dann bei der Aktie für zyklische Bewegungen sorgt, dass wir das so ein bisschen, ja, ich sag mal, rausbekommen. Aber grundsätzlich ist die Aktie meines Erachtens auch von den Fundamentaldaten in einem Aufwärtstrend. Ja, nicht nur charttechnisch haben wir diese Marke durchbrochen, sondern ich glaube eben auch, dass wir jetzt hier an einem Punkt angelangt sind, wo hier die Trendwende geschafft ist. Wir sehen es ja schon ein bisschen in den Fundamentalkennzahlen, ja. Die ganzen Profitabilitätskennzahlen, also freier Cashflow ist auch deutlich schlechter geworden in den letzten Jahren. Die Bruttomarge auch leicht abnehmen, wobei ich das nicht so kritisch sehe, weil wir jetzt hier nur, ich sag mal, ja, schon einige Prozentpunkte verloren haben, aber grundsätzlich glaube ich mit dem wachsenden Markt wir auch wieder gute Skalierungseffekte reinbekommen konnten und dementsprechend auch Potenzial für gesteigerte Bruttomargen. Nichtsdestotrotz ist leider auch die Nettogewinnmarge zurückgekommen, aber wir sehen jetzt hier so einen kleinen Erholungsversuch und man möchte ja möglichst früh bei so einer Trendwende dabei zu sein und hier ist es natürlich auch so ein bisschen spekulativ der Fall, dass dass ich jetzt quasi darauf setze, dass die Aktie den Talboden erreicht hat, ja. Und grundsätzlich die Bewertung ist jetzt auch, wenn wir die Historie betrachten, auch interessant. Klar war die Aktie schon mal deutlich günstiger vor einigen Monaten. Wenn man sie da gekauft hätte, das wäre natürlich top gewesen bei einem KUV von 4. Aktuell haben wir einen KUV von 8. Also hier preist der Markt auch schon wieder ein gesteigertes Umsatzwachstum ein und generell ein Wachstum. Aber ihr seht auch, ja, wenn das Umsatzwachstum wieder deutlich zulegt, dann kann die Aktie auch deutlich teurer werden. Ja, also durchaus ein Potenzial in den nächsten Quartalen, sage ich mal, dass die Aktie hier durchaus diese Bewertungsniveaus wieder erreichen kann, je nachdem, wie die Zahlen werden. Und ja, grundsätzlich dementsprechend auch natürlich ein ordentliches Kurspotenzial und dass wir diese Allzeithochs erreichen, ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, weil es eben sehr, sehr spannende Branche ist. So, die Bewertung vom KGV-Niveau her ist auch natürlich ein bisschen höher. Ja, wir haben es auch ein relativ kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von $7,5 Milliarden. Da können wir auch gleich noch drauf eingehen. Aber grundsätzlich
ist es KGV, wenn wir mal die Historie betrachten, mehr oder weniger im Durchschnitt. Also die Aktie ist tatsächlich nicht zu teuer. Die ist auch nicht schreiend günstig. Das war so mal mit einem KGV von 35. Aktuell haben wir so 62. Das ist natürlich nominal schon ordentlich. Aber wenn wir jetzt hier weiter zunehmendes Gewinnwachstum sehen, was das angeht, dann ist die Bewertung meines Erachtens auch auf KGV-Niveau nicht so hoch. So, gucken wir uns mal die Finanzkennzahlen so ein bisschen an. Wie gesagt, Marktkapitalisierung 7,5 Milliarden Dollar. Also kein zu großes Unternehmen. Also hier hat man schon noch große Chancen von diesen Skalierungseffekten zu profitieren, was dann eben auch so Multibagger-Aktien im Depot hervorbringt, ja, wo man dann durchaus über eine Zeit entsprechend auch mehrere 100% Gewinn machen kann. Ich habe da auch schon einige Aktien hier in den Videos immer mal wieder vorgestellt. Mein Aushängeschild ist immer die Amprius Technology und wenn man da entsprechend früh dabei ist, kann man hier entsprechend auch eine ganz gute Rendite erzielen. Dividendenrendite auch bis in 0,7%. Und ja, was ich eben auch angesprochen habe, diese kleine Delle beim Umsatzwachstum, aber wir sehen hier diesen Anstieg, ja, so gut möglich, dass wir die Talsohle auch entsprechend erreicht haben. Gucken wir uns noch ganz kurz die Prognosen an der Analysten. Die sehen die Aktie im Durchschnitt so 5% höher, aber wenn ich mir dieses Umfeld so anschaue, dann kann es durchaus sein, dass wir so einen kleinen Hype in den Bereich Robotik und Automatisierung bekommen. Und gerade wenn viele Unternehmen jetzt Produktionsstätten in den USA aufbauen, dann wird natürlich auch ein Unternehmen wie Cognex davon profitieren, weil die auch sehr viel automatisieren werden. Und deswegen glaube ich, dass hier die Aktie, glaube ich, kein so ein schlechter Griff ist. So, kommen wir nun zur nächsten Aktie und die nächste Aktie ist auch im Bereich ja, KI zu Hause, KI-Halbleiter im Grunde. Die Firma ist Ambarella, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Ambarella ist ein Chip-Designer, der sich auf spezielle Chips für die Videoverarbeitung, also KI-Vision-Prozessoren spezialisiert hat. Und das ist ja auch, glaube ich, einer der wichtigsten Bereiche in Sachen KI, dass eben die KI unsere Umwelt versteht. Ja, das brauchen wir in verschiedenen Bereichen, wie autonomen Fahren, Überwachungstechnologien zum Beispiel auch, aber auch autonomes Fahren etc. Also hier ist Ambarella ein sehr, sehr spannender Kandidat und ist eben eine spezialisierte Firma. Na klar gibt es eine Nvidia oder auch eine Qualcomm, die Konkurrenz ist. Aber ich glaube, dass sich diese Nischenplayer, die hoch spezialisiert sind und hocheffizient in ihrem Bereich, auf Dauer gute Chancen haben, sich in ihrer Nische durchzusetzen. Und hier ist Ambarella ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Die Aktie finde ich auch sehr, sehr interessant und vor allem die Quartalszahlen waren auch sehr, sehr gut. Die haben wirklich den Vogel abgeschossen, sage ich mal. Die Aktie hat hier den Gewinn vor allem deutlich übertroffen mit mehr als 100%, ungefähr 180% die Schätzungen übertroffen. Das ist schon ordentlich. Auch der Umsatz war größer, wie ihr seht hier, Quartalsumsatz unter 100 Millionen Dollar. Also es ist schon noch eine recht kleine Firma, eine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar. Ja, das ist jetzt nicht so groß, aber auch hier glaube ich, dass wir gerade durch die großen Investitionen in diese Bereiche, die ich ja angesprochen hatte, von KI, auch ein stetiges Wachstum in den nächsten Jahren sehen dürften. Und die letzten Quartalszahlen haben das ja schon so ein bisschen gezeigt. Die Aktie hat auch gut reagiert. Wir haben diese wichtige charttechnische Zone hier, so bei 83 Dollar, 80 Dollar, so um den Dreh. Die haben wir jetzt überwunden und ich sehe hier ganz gute Chancen, dass wir hier nicht nur fundamental auch untermauert diesen Aufwärtstrend fortsetzen, sondern auch charttechnisch. Ich denke, dass wir hier mit der Aktie noch auch für den Rest des 2025 Jahres noch einiges an Spaß haben dürften. Und das nächste Kursziel ist meines Erachtens ganz klar so die Marke so um die 100, ja, sagen wir mal großzügig, so 120 Dollar. Das ist so das nächste Ziel, was ich glaube, dass die Aktie durchaus noch in 2025 erreichen kann. So, gucken wir uns mal die Quartalszahlen so ein bisschen an, beziehungsweise nicht die Quartalszahlen, sondern die Fundamentalkennzahlen, um es richtig zu sagen. Doch zuerst so ein bisschen noch einen Ausblick von den Analysten, die Prognosen, ja, die sehen die Aktie auch noch ein gutes Stück höher, knapp 13-12% höher vom aktuellen Niveau auf der Einjahresprognose. Aber wenn man sich hier mal so anschaut, ja, die letzten 4 Quartale hat Ambarella die Quartalsschätzungen immer deutlich übertroffen und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis, dass die Aktie vielleicht ein bisschen zu schwach eingeschätzt wird und ich bin mal gespannt, ob die Aktie auch bei den nächsten Quartalszahlen hier dann im Oktober, glaube ich, ist es, die Aktienschätzung wieder so pulverisieren kann. Das wäre natürlich schon wirklich ein starkes Stück und dann könnte die Aktie durchaus auch über die 120 Dollar Marke steigen. So, grundsätzlich sieht es von den Fundamentalkennzahlen eigentlich auch recht interessant aus. Wir haben zu einem das Umsatzwachstum, was es ja einen großen Schub nach oben bekommen hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir hier gerade erst am Anfang stehen von
großen Investitionen in dem Bereich. Und klar ist das Unternehmen noch defizitär, das seht ihr so ein bisschen hier an der Nettogewinnmarge, die noch negativ ist, aber wir sehen schon mal einen positiven Aufwärtstrend. Klar, der muss sich auch noch fortsetzen, aber was schon mal bemerkenswert ist, dass das Unternehmen schon seit einer geraumen Zeit positive Cashflows erwirtschaftet. Und das ist das, was wir normalerweise bei so kleinen Unternehmen vor allem auch sehen wollen, dass sie eben auch schon in der Lage sind, freien Cashflow zu generieren und entsprechend dann auch Kapital haben für weiteres Wachstum. Und ja, wenn wir auch hier mal so den Chart anschauen und die ganzen positiven Trends, die an die positive Richtung gehen, dann glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, dass wir hier diese $120-Marke überwinden. Und wenn wir die überwinden, dann seht ihr ja vielleicht schon so ein bisschen, das ist wie so ein Deckel, der die Aktie so ein bisschen unten hält. Da kann es durchaus auch eine explosive nach oben sein, dass wir dann in relativ kurzer Zeit hier dieses Allzeithoch anlaufen, was ungefähr bei 220 Dollar liegt. Also das ist so die wichtige Marke, die ich jetzt aktuell hier so im Blick habe für Ambarella. Ich glaube, dass die Aktie auch hier langfristig eine sehr, sehr interessante, ein sehr, sehr interessanter Nischenplayer ist mit sehr, sehr großem Potenzial. Deswegen habe ich jetzt auf dem aktuellen Niveau die Aktie schon mal ins Depot geholt. So, kommen wir zur nächsten Aktie und die nächste Aktie ist im Bereich Halbleiter zu Hause und das ist die Lasertec. Lasertec ist ein japanisches Unternehmen und baut hochspezialisierte Inspektionssysteme für Fotomasken im EUV-Bereich. Also das sind so Masken, die dann quasi das Licht auf die Siliziumwafer projizieren. Und hier ist man, wenn ich recht recherchiert habe, auch Marktführer in dem Bereich. Und deswegen ist die Aktie auch in meinen Fokus gerückt und ich habe sie, glaube ich, auch in einem Livestream kennengelernt durch einen von euch. Und deswegen ist es hier nochmal eine Aktie, wo ich mich auch natürlich oft freue, die in meinem Depot gekauft zu haben, weil die Aktie auch tatsächlich relativ günstig ist und das schauen wir uns gleich an. Wir sehen jetzt mal hier den Chart. Die Aktie kommt von einem sehr, sehr großen, sehr, sehr starken Abwärtstrend im Grunde, hat diesen aber jetzt durchbrochen und ist gerade dabei, wieder in Richtung, im Grunde Richtung Allzeithoch zu laufen. Wir haben jetzt hier, nachdem die Aktie über die letzten Wochen sehr, sehr gut performt hat, einen kleinen Rücksetzer, was es aus meiner Sicht kein großer Beinbruch ist, aber es ist natürlich wichtig, dass wir jetzt, um den Aufwärtstrend zu halten, auch diese Marke so bei 18.000 japanische Yen halten sollten wir da drunter fallen, dann würde ich die Aktie vielleicht nochmal neu bewerten. Kurzfristig, wenn man hier nochmal einsteigen möchte, würde ich sagen, ja, kann man die Aktie eng beobachten und entsprechend, wenn sie dann hier in dem Bereich vielleicht noch ein paar Prozent günstiger ist, kann man zuschlagen, aber auf dem aktuellen Niveau finde ich sie auch interessant. Ich habe sie leider heute Morgen gekauft, also leider ein bisschen zu früh, aber ich habe einfach wenig Wert auf Timing gelegt und einfach nur haben und dann dass sie einfach liegen bleibt. Und die Aktie meines Erachtens hat auch langfristig ein sehr, sehr interessantes Potenzial. Wir gucken uns mal auch die Finanzkennzahlen an. Dividendenrendite ist hier hervorzuheben mit 1,5%. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Als japanisches Unternehmen und auch schuldenfrei, das können wir auch hier, also hier auch wieder ein Paradebeispiel für japanische Aktien, die einfach eine Top-Bilanz haben. Und ihr seht hier auch in der Dividende, wie stark die gestiegen ist. Im Grunde proportional zum Umsatzwachstum ist die. Und wenn Lasertec hier weiter so wächst, dann glaube ich auch, dass die Dividende durchaus weiter so steigen kann, dass man hier über die Zeit wirklich auch eine gute Dividendenaktie im Depot hat. Und ja, also finde ich schon sehr, sehr beachtlich, das Umsatzwachstum hier und gleichzeitig ist die Bewertung gar nicht mal so teuer. Und vielleicht liegt es daran, dass es eine Aktie aus Japan ist, dass es hier so einen großen Abschlag gibt, aber tatsächlich für mich so ein bisschen unerklärlich und vielleicht auch, weil die Aktie so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber wir sehen hier die Aktie schon mal deutlich teurer gewesen beim KUV. Da haben wir auch deutlich schon gute Marken über 20, KUV von 20 gesehen. Aktuell haben wir einen KUV von 7. Also aktuell ist die Aktie meiner Meinung nach sehr, sehr günstig bewertet und definitiv ein Kauf. Ich habe sie ja gekauft. Auch vom KGV her sind wir historisch günstig, was die letzten Jahre so angeht. Und wenn man das Wachstum so halten kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man hier auch wirklich auch ein Vervielfachungspotenzial in der Aktie hat. Also das sehe ich durchaus ganz gute Chancen. Warum ist die Aktie so schlecht gelaufen? Ihr seht es hier auch so ein bisschen, das Wachstum war ein bisschen rückläufig. Grundsätzlich sind die Trends aber bei der Profitabilität sehr, sehr positiv. Ja, wir sehen es hier bei der Bruttomarge leicht ansteigend, die jetzt hier auf 62% geklettert ist, ja, die nochmal in den letzten Quartalen nochmal deutlich angezogen hat. Und auch die Nettogewinnmarge schon seit über vielen Jahren konstant ansteigt. Also ein Zeichen dafür, dass es ein gut gemanagtes Unternehmen ist. Und vor allem die freien Cashflows stechen heraus. Hier hat man extrem hohe freie Cashflows gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Sondereffekte waren. Müssen wir mal beobachten. Aber das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und da ist natürlich dann auch Spielraum entsprechend für weitere Dividendensteigerungen. Und meines Erachtens ist das eine Aktie, die tatsächlich auch das Potenzial hat, hier in 12 Monaten
sich zu verdoppeln. Also hier ist von den 3 Aktien, die wir jetzt hier besprochen haben, fast sogar schon mein Favorit, beziehungsweise eine Aktie, der ich sehr viel zutraue in diesem Jahr und entsprechend ich auch sehr froh bin, dass ich sie jetzt ins Depot habe. Und sollte sie nochmal einen deutlichen Rücksetzer erleben von so 10-20%, bin ich auch nicht unglücklich, sondern ehrlich sogar recht happy, weil dann würde ich sie entsprechend nachkaufen. So, das waren die 3 Aktien, die ich neuerdings gekauft habe. Schreibt gerne in die Kommentare zum einen, was euch gefallen hat an den Aktien, ob ihr die Aktien auch spannend findet, und natürlich lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen beim Wachstum. Wir haben jetzt auch bald 2000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Und dann natürlich auch nochmal in eigener Sache. Hier nochmal ein kleiner Hinweis für meine Finanzrechner-App, wenn ihr so ein bisschen kleine Finanzrechner-Tools haben möchtet auf dem Smartphone kostenlos, könnt ihr gerne mal ausprobieren, mal reinschauen, würde mich freuen, und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.